30 Folgen, Hammer! 24 Angler, Yes! 4 Gruppen, No Schneider! 3 Zielfische, Alter, wie geil ist das? ein Hauptgewinn und ein Titel. Der YouTube Predator Cup 2020 wird präsentiert von Abu Garcia, Garmin und LMAB. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 20. Sendung der 3. Staffel und damit zum Rückspiel zwischen Dietmar Isaias und Veit Wilde. Heute sehen wir, wer ins Halbfinale einzieht, dort gegen Enrico Di Ventura antreten darf und einen großen Schritt auf dem Weg zum Titel macht. Wie ihr wisst, gewinnt der Sieger des YPC nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch ein Pike Hunter 440, gesponsert von der Firma Rheinland Boote, das mit einem Garmin Striker Plus 9 SV Echolot, einem Mercury F25 Verbrennungsmotor, einem Pega Euroliner SH 750 Bootstrailer ausgestattet ist und insgesamt ca. 17.500 € wert ist. Nachdem die beiden das Hinspiel in Zone B ausgetragen haben, findet das heutige Rückspiel in der Zone A statt. Morgen. Morgen. Morgen Dietmar. Ja. Den Parkplatz kannte ich noch nicht. Nee? Morgen. Hi. Hi. Morgen. Ja, natürlich. Ja, nicht viel Zeit verschwenden. Hä? Los geht's. Los geht's. Hoffe, dass wir den brauchen heute. Ja. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Viertelfinal-Rückspiel zwischen Veit Wilde und Dietmar Isaias. Ihr habt es gesehen, das Hinspiel war relativ zäh. Dietmar liegt hauchdünn vorne. Deswegen gibst du heute, oder jetzt sagen wir mal, die Stellen vor. Das kann sich ganz schnell ändern. Fängst du einen Fisch, der maßig ist, wechselt schon das Recht, die Stellen vorzugeben an Dietmar. Wir wollen gar keine Zeit verlieren. Es ist 6:30 Uhr. Das ist die Anfangszeit, die du dir gewünscht hast für heute, die frühestmögliche. Und fangt einfach an zu angeln. Los geht's. Veit, Viel Erfolg. Viel Erfolg. Krumme Routen. Drückt uns die Daumen. Ja. Ein Biber. Oder nee, du bist am Rand. Biber? Feuer frei. Hat er nicht. Hat er nicht? Nee, der hat ganz knapp das Mindestmaß verfehlt. Hat sich schon auf jeden Fall gelohnt, den zu messen, weil es wirklich sehr, sehr knapp war. Also der hätte die 42 durchaus haben können, hatte aber nicht. 41, irgendwas. Reicht nicht. Wird auch nicht aufgerundet, reicht nicht. Die Buhne, auf der wir hier stehen, die kennt ihr gegebenenfalls schon aus der letzten Staffel. Hier hat Veit in seiner Angelzeit im Achtelfinale gegen Hassan gefischt letztes Mal. Hier sind viele gute Fische rausgekommen.
2 Hechte kann ich mich noch dran erinnern, Ü80, auch ein vernünftiger Zander im Flachen. Also das ist auf jeden Fall eine interessante Stelle. Gestern lief es hier am Fluss insgesamt nicht so gut. Die ganze letzte Zeit lief es sehr, sehr schleppend hier auf Zander vor allem. Aber heute scheint es vielleicht ein bisschen besser zu sein. Dietmar hat immerhin schon mal einen kleinen Zander rausgekriegt und deswegen, das macht ein bisschen Mut, würde ich sagen. Ja, eben kurz hier einen Barschkontakt gehabt, leider gleich wieder abgegangen, ging nicht richtig. Schade. Aber ich habe ein bisschen Hoffnung trotzdem, dass hier heute noch barschmäßig ein bisschen was passiert. Also, das ist eigentlich nicht so schlecht, der ganze Bereich. Wir hatten hier auch vorgestern auch da hinten an den Buden, also in der Gruppenphase noch, hatten wir ja auch Barsche gefangen, mehrere. Deshalb ist das hier auch nicht die einzige Stelle, wo das möglich ist. Aber wäre halt dadurch, dass der Barsch der doppelt zählt, schön, wenn man da jetzt gleich mal am Anfang einen kriegt. Ich hoffe, der groß genug ist der auf jeden Fall. 25, ja, ne? Ja, 25. Ja. Gut, schön. Super. Ja, weitermachen. Der erste Fisch des Rückspiels, der zweite für Veit und auch schon die zweite Fischart. Er geht in Führung. Wie reagiert Dietmar? Du bist nicht mehr vorne. Das bedeutet, du dürftest jetzt auch sagen, dass du woanders hin möchtest. Das wäre ja völliger Blödsinn. Der Fisch ist ja da und jetzt ist eine gute Zeit. Und wir bleiben jetzt hier an dieser Stelle und gucken, dass wir vielleicht noch den einen oder anderen Barsch extra fangen. Zumindest, dass ihr was für die Linse bekommt. Also ich hoffe, ihr habt es gehört. Dietmar ist sehr konzentriert, deswegen kam jetzt der Ton nicht so ganz vielleicht aus der richtigen Richtung, aber ich glaube, man konnte es verstehen. Dietmar möchte gerne hier bleiben, verstehe ich natürlich absolut. Wenn Veit jetzt hier gerade einen Fisch gefangen hat, warum sollte er nicht auch gleich einen nachlegen können an der Stelle? Von daher bleiben wir hier, kein Spotwechsel. Beziehungsweise Dietmar, du gibst jetzt quasi vor, dass wir hier bleiben. Genau, das wäre jetzt meine Idee. So ist es. Sollte sich daran was ändern, solltest du eine andere Vision haben, sagst uns Bescheid. Ja! Ja, klein hier. Danke dir. Vielen Dank. Oh, schön. Die Waffe hat doch funktioniert. Mein Doppelschwanz-Twister am Scheburik. Oh, ja. Ich will ja auch, dass ein bisschen was für die Leute weiterkommt. Das Ding ist hier, es ist kein Köder von mir. Ich weiß gar nicht, was es für eine Firma ist. Aber es ist eine Waffe auf Hecht. Es hat jetzt die letzten Tage nicht gut funktioniert, das Ganze, aber das Ding geht einfach. Habe ich letztes Jahr ja auch so viele Hechte drauf gefangen und dieses Jahr auch. Aber eben nur mit diesem gelben Chebo-Kopf. Hat 74, genau, richtig, ja. Sehr schön, super. Oh, da freue ich mich jetzt richtig drüber. Das heißt natürlich noch gar nichts, aber können wir ihn wieder freilassen? Bei den
Temperaturen. Jetzt sollte man wirklich schon schauen, dass die Fische schnell wieder reinkommen. Und das ist immer schon eine ganz schöne Prozedur hier jetzt mit Messen und allem. Aber ich denke mal, der hing ja auch schön knapp hier. Hat ja auch schon 2 Verletzungen an der Seite, ja. Aber ihr seht, also obwohl wir den jetzt nicht lange draußen hatten, die sind jetzt das Wasser ist ja doch schon ganz schön warm, wenn man hier reinfasst. Die brauchen immer einen Moment. Und dann bitte auch nicht zu früh den Fisch loslassen, weil ansonsten kann es sein, dass er dann nochmal umkippt. Aber jetzt, man merkt das dann schon so ein bisschen, wenn die gleich losstarten wollen. Ja. Sehr schön. Das, also wie gesagt, es bedeutet noch überhaupt gar nichts, aber es nimmt jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen Druck weg. Also das muss man schon ganz ehrlich sagen. Den Barsch gefangen, den Hecht gefangen. Sehr schön. Gut, so weitermachen. Ja? Also jetzt darf man nicht locker lassen. Jetzt bin ich zumindest so, also in einer guten Position. Vielleicht jetzt sind die Fische doch ein bisschen aktiv, dass man das sogar noch ausbauen kann, wer weiß. 74 cm Hecht und bereits alle 3 Fischarten für Veit. Ein absoluter Traumstart. Schon knapp 180 Punkte. Jetzt wollen wir aber noch kurz etwas zu Veits Köder hören. Wir sind mit Veit zusammen hergefahren und er hat davon erzählt, dass er genau mit diesem Köder und eben mit diesem gelben Cheburaschka-Kopf letztes Jahr im Juni hier extrem erfolgreich das ganze letzte Jahr, also auch den ganzen Sommer über letztes Jahr. Sogar das ganze letzte Jahr, es war noch früh. Hechte auf Ansage gefangen. Und war ein bisschen, du warst ein bisschen die letzten traurig Tage, darüber, dass in den letzten Tagen nicht so gut funktioniert Also ich hatte ja, ihr könnt euch bestimmt erinnern, in der Gruppenphase auch hier genau an derselben Stelle auch ewig geworfen und dann hatte ich auch mit dem Cheburaschka, das hatte ich jetzt auch ein paar Mal probiert mit so einem kleinen Krebs dran, hatte ich dann hier auch einen 2-Nachse Hecht gefangen, genau an der Stelle, an der Krautkante, und heute hat es zum Glück ein bisschen schneller geklappt, dass da einer gebissen hat. Schon mal mehr Fische als gestern gefangen, das ist ja auch erfreulich nach relativ kurzer Zeit. Für uns ist das auch sehr erfreulich, dass heute ein bisschen mehr rauszukommen scheint oder schon rausgekommen ist. Ich hoffe natürlich, dass das auch noch ein gutes Omen für den weiteren Verlauf jetzt des Angeltages ist. Dietmar hat keinen Spotwechsel angesagt, also er könnte jederzeit sagen, er möchte hier weg, aber man hört von ihm nichts. Das nehme ich als, als Bestätigung, dass wir hier weiter angeln und ja, mal gucken, wann der nächste Fisch rauskommt. Dietmar, du hattest einen kleinen Zander, danach hat Veit einen Barsch und einen Hecht gefangen. Hat das jetzt irgendwelche Auswirkungen auf deine Taktik? Nein, das Wetter ist heute wirklich nicht besonders, um Fische zu fangen, Toni. Und deswegen, ja, hier kommt zumindest noch der ein oder andere Biss, also ausharren. Und das ist eine Glückssache, wer jetzt den nächsten Biss bekommt. Und ich denke mal, wir werden hier noch bis Mittag so fischen. Also wenn ich weiterhin zurückliegen sollte, dann bleiben wir erstmal hier. Und danach würde ich woanders hinfahren, aber da sehen wir ja. Hast du einen gelben Cheburaschka-Kopf dabei? Daran liegt es nicht, also wirklich nicht am gelben Cheburaschka-Kopf. Es liegt daran, dass wirklich er direkt an der Krautkante gefischt hat und da stand eben jetzt der Fisch. Schauen wir mal. Alles klar. Wir müssen gucken, dass wir uns in dem kleinen Gebiet hier einigermaßen vernünftig... Ja, bis jetzt klappt das. Das klappt ja wunderbar. Und jeder wir können ja beide werfen. Also wollte ich gerade sagen. Nee, also von daher, die Sonne kommt ins Gesicht. Ich bin begeistert hier über das Fairplay, das hier bisher herrscht. Wir wollen ja Fische zeigen. Wir haben uns ja wirklich blamiert gestern und deswegen müssen wir gucken, dass wir heute zumindest was ans Band kriegen. Alles klar. Auch vielen Dank fürs Kescher nochmal. Aber das glaube ich vorhin schon gesagt. Habe ich beim Nein, aber macht ja auch nicht jeder. Ich meine, ich hatte es damals bei Hassan, ich hatte ihm ja seinen Fisch dann noch gekeschert, aber das ist also... Habe ich auch schon in anderen Partien gesehen, dass das dann der Gegner nicht gemacht hat. Ja, also dein Kescher lag hier oben auf der Buhne. Ja. Hätte ich hier runterlegen sollen. Das hätte, wenn Dietmar da ein bisschen anders drauf gewesen wäre, noch ein heißer Tanz werden können. Das ist jetzt auch gerade so eine Geschichte, ja, überlasse ich ihm jetzt hier den Spot und versuche hier hinten noch den Zander zu holen. Also weil das ist eigentlich, finde ich, für Zander die etwas bessere Stelle. Auch wenn das hier am Tag generell nicht so der absolute Top-Zander-Spot ist. Aber wir haben heute ein bisschen Strömung, zumindest das Wasser. Also es macht auch den Eindruck, als wäre es einen kleinen Ticken trüber als gestern. Aber ja, es ist natürlich Sonnenschein und null Wind im Moment. Das ist dann wieder für Zander eher suboptimal. Aber naja, gut. Wie gesagt, wir bleiben hier an der Stelle.
Das kann ich einerseits sehr gut nachvollziehen, weil A, Fische rauskommen und B, Dietmar, wenn er nicht vom Boot angelt, aus meiner Sicht auch in erster Linie ein Flussangler ist, also sich sehr wohl fühlt hier an solchen Buden. Insofern geht er da jetzt eher danach, was für ihn, für seine Angelei halt gut passt. Nachteil bei dieser Strategie ist, dass er sich natürlich dabei nach wie vor in Veits Wohnzimmer befindet, mehr oder weniger. Oh! Ach, du liebes. Geil. Boah. Yes. Danke. Oh. Von unten hochgeschossen. Ja. Krasse Sache, ey. Der stand hier vorne die ganze Zeit wahrscheinlich. Oder er ist hinterhergeschwommen. Vollkommen egal. Aber das ist jetzt der dritte Kontakt, den ich mit dem Ding habe. Ich hatte ja vorhin auch noch mal kurz einen drauf. Ey. Und hier, schaut mal, wie knapp der hing. Das ist wirklich Glück gleich ab. Glück gewesen. Puh. Ja, das sieht jetzt im Moment gerade nicht so schlecht aus. Wollen wir mal schauen, wie groß. Also groß ist er natürlich nicht, aber er ist genau 60, ne? Ja, nee, Entschuldigung, 59. Ich will nicht schummeln. Ich will nicht schummeln. 59. Ja, richtig, 59. Gut, super. Das war jetzt mal ein schöner Biss. Das ist ja immer am geilsten, wenn sie auf Sicht einsteigen. So, der kann jetzt ganz schnell wieder rein. Ja, das ist jetzt also auf jeden Fall so eine Situation, wo er jetzt nicht sofort mit einem Fisch wieder davonziehen könnte. Also das ist das, was ich ganz angenehm finde an der Geschichte jetzt. Und dass es vor allen Dingen auch heute viel besser läuft, also nicht viel besser, aber auf jeden Fall besser läuft als gestern. Also wir haben ja jetzt hier innerhalb von irgendwie eine Stunde, ist jetzt glaube ich vorbei, ein bisschen mehr als eine Stunde, haben wir ja jetzt schon 4 Fische hier gefangen und gestern waren es im ganzen Tag nur 2. Ja, also von daher weitermachen, los. Jetzt bin ich auch sogar ein bisschen motiviert. Jetzt ist man wieder so ein bisschen im Flow drin. Jetzt sagt man hier, ja, klappt und läuft. Und ich hatte ja, wie gesagt, noch ein Hecht zwischendurch drauf. Also, das macht dann schon Spaß. So muss Angeln sein. Und so stellt man sich das hier in Holland auch vor. Also, ihr habt einen Tag gesehen, der in Holland katastrophal war. Aber heute scheint es wieder, jetzt zumindest momentan, so halbwegs sich auf besserem Niveau, zumindest auf normalem Niveau zu befinden. Weitermachen. Der nächste Hecht. Diesmal steigt ein 59er Hecht direkt vor Veits Füßen an. Kein Wunder, dass die Euphorie anschließend förmlich aus ihm heraussprudelt. So, wir sind erfreulicherweise durch einen Fisch unterbrochen worden. Worauf ich eigentlich gerade hinaus wollte, ist, dass es natürlich auch eine Taktik sein kann, vielleicht ein bisschen die Schwächen des Gegners auch zu analysieren und vielleicht etwas zu machen, was dem Gegner nicht so gut passt. Ich weiß nicht genau, ich habe Veit zum Beispiel noch nicht so häufig Polderangeln sehen. Ich habe allerdings Dietmar auch noch nicht so häufig Polderangeln sehen. Wir haben sogar schon zusammen am Polder geangelt. Beide. Also, das ist ja nicht das erste Mal. Aber ihr macht es beide nicht so oft, oder? Nein, wir machen es beide nicht so oft. Aber wenn wir zum Beispiel, unsere Gruppe, die ist ja nach hinten verlegt worden. Wenn wir im März geangelt hätten, hätte ich definitiv auch im Polder geangelt. Also, ist nicht so, dass ich das jetzt überhaupt nicht mache. Wir werden auf jeden Fall sehen, ob Dietmar vielleicht noch mal was anderes ausprobiert als jetzt das Buhnangeln. Weil wie gesagt, da halte ich Veit für sehr stark. Dietmar natürlich ja, auch. Also er ist vom Ufer ein Top-Angler und er ist auch jemand, der sich nicht aufgibt. Also ich fühle mich da jetzt hier kein bisschen sicher. Es ist nur einfach, dass man ein bisschen gelöst ist, weil man jetzt ein bisschen vorne in Führung zu liegen ist immer gut. Da kommt auch das Publikum dann so ein bisschen von hinten. Ja. Ne? Kennst du ja? Nee, aber es ist natürlich immer gut in Führung zu liegen, aber das sind jetzt ja auch 2 Fische, die zu toppen sind. Also das sind jetzt keine Riesendinger. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden über den Auftakt hier. Auf der einen Seite habe ich immer Stahl und auf der anderen Seite Fluorcarbon, aber auch nach der Erfahrung, die ich hier im letzten Jahr gemacht habe, wo ich ja dann den Hecht da auf die Barschrute bekommen hatte mit Fluorcarbon und das wieder so gefährlich gewesen bin. Also ihr habt das vielleicht auch gesehen,
Ich habe, also bis auf ganz selten hier, dass ich mal die Barschrute genommen habe, auch vorhin den Barsch nur mit Stahl geangelt, weil das einfach, ich habe keinen Bock, einen Fisch zu verangeln und dann noch 20 Minuspunkte zu kassieren. Und gerade nach dieser Erfahrung damals mit Tobi Eckwall, ich habe das ja gesagt, habe ich auch angefangen, viel mehr mit Stahl zu angeln auf Zander und stört sie nicht. Beim Barschangeln, ja, ist es immer so eine Sache, aber man sieht, man kann Barsche, also ich habe die ja jetzt hier im Turnier, die Barsche auch alle mit Stahl gefangen, das geht. So, schnell ja die Montage, ich habe das ja nun schon gezeigt ein paar Mal mit dem No-Knot-Verbinder. Von uns hier die fertigen Vorfächer von Seika Pro. Die habe ich mir übrigens extra, das kann ich ja mal sagen, das war einer meiner ersten, als ich da bei der Firma angefangen habe, eine der ersten Geschichten, die ich gemacht habe. Fertige Vorfächer aus Stahl und Fluorocarbon mit Knotenlosverbinder, damit ich mir die nicht immer selbst bauen muss. Was ist jetzt der Plan? Mal was ausprobieren, was ich hier selbst noch nicht versucht habe, aber ich höre ja immer ganz genau hin. Und mir wurde gesagt, dass hier der Marc, der bei mir in der Gruppe war, in der Gruppenphase und Erster geworden ist, wohl angeblich mit, ich lausche ja immer, wenn er sich mit anderen unterhält dann auch, und er hat wohl mit so einem kleinen Stickbait wohl auch von seinen großen Barschen welche gefangen, so wie mir das, oder wie er selbst zu jemandem gesagt hat, ja, also nachdem das schon vorbei war. Und deswegen kann ich mir vorstellen, ich weiß der nicht, Krautkante. Man muss ja, also ein bisschen Ahnung habe ich ja von, ich weiß jetzt auch nicht 100%, ob es stimmt, vielleicht habe ich mich auch verhört, aber ich glaube es eigentlich nicht. Bei dieser Oberflächenangelei ist es so, wir haben im Moment noch sehr wenig Wind. Da funktioniert sowas am besten, wenn du starken Wind hast, also wenn die Wasseroberfläche sehr aufgewühlt ist, dann klappt Oberflächenangeln eigentlich nicht so gut. Also deswegen jetzt diese relativ windstille Phase, weil ich denke, der Wind wird nachher ein bisschen zunehmen, nochmal nutzen und ein paar Würfe damit machen. Wer jetzt weiß, aber vielleicht... jetzt nur Fluo, weil du nicht glaubst, dass dann Hecht ja, drauf geht? glaube ich nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Es ist immer ein gewisses Risiko, aber ich will es jetzt hier auch mit der Route, weil mit der schweren Route, das wäre für den kleinen Köder ein bisschen übertrieben so. Und ja, ich mache mal kurz ein paar Würfe, vielleicht klappt es dann weiter. Dietmar hat die Buhnenseite gewechselt, fischt jetzt auf der strömungsabgewandten Seite. Veit ist sofort hinterher, möchte nicht, dass ihm da die den Zander wegschnappt. Dietmar steht relativ weit links, da wo es relativ flach ist, und kurbelt den Köder einfach übers Kraut. Er versucht aber dann Zander zu fangen. Hat allerdings auch durchklingen lassen, dass er denkt, dass es vielleicht schon ein bisschen zu spät ist, dass man das eher zum Sonnenaufgang und Sonnenuntergang macht, wenn die Fische im Flachen sind. Er hofft, dass da jetzt vielleicht noch einer ist, der das Aufstehen verpennt hat. Aber mal gucken, ich glaube, wenn er jetzt mehrere Würfe hintereinander da keinen Kontakt hat, dann wird er wahrscheinlich auch wieder seine Taktik ändern. Es ist 8:24 Uhr. Der erste Spotwechsel wurde angesagt. Dietmar möchte jetzt woanders fischen. Die Uhrzeit wird jetzt gestoppt. Dietmar hat den ganzen Tag insgesamt 1 Stunde Zeit für Spotwechsel. Und ja, mal gucken, wo er uns hinführt. Süß oder saures? Nur bei unserer Halloween-Aktion gewinnt jeder. Alle Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Traut ihr euch mitzumachen?
So this year we made together with Klaas Zwartzonker for Abu the new McSnack. So we already have the McJerk 12 and 15 centimeter, but we wanted to make a downsized jerkbait. So the McSnack is 9 centimeter, only 22 gram. It's slow sinking. It has really easy action, so if you only cast and retrieve it on a steady pace, it will go left, right really beautifully. If you give it some pauses and some jerks, it has a very erratic action and the pikes really love it. It comes in 10 different colors, both realistic printed colors and glitter colors. So go check them out and catch a lot of pike or perch or whatever you want to catch on it. Da bin ich jetzt echt mal froh, dass das geklappt hat, also die Köder, die ich da benutzt habe, weil das war ja schon irgendwo so, ich sag mal, geplant, also dass ich mit den Teilen da fange, also dass ich mit dem Doppelschwanz-Twister da die Hechte abräume und mit dem Bleikopfspinner. Barsche scheinen wieder nicht so gut zu beißen heute, sonst hätte er nämlich mit Gummi da auch einen bekommen. Beim letzten Mal, da hatten wir nämlich hier mit Gummifisch auch ein paar Bisse, aber ich hatte das gleich gemerkt, dass die wieder an genau dieser Stelle da kurz vor den Steinen stehen. Ich hatte erst mit Gummifisch geangelt und mal so 2, 3 Zupfer, wo ich wusste, das sind Barsche. Und ja, mit dem Bleikopfspinner kriegst du dann auch mal einen. Das ist ein bisschen ärgerlich, ich hatte nämlich noch 2 dran, also gleich danach auch noch einen, der einen Ticken größer sogar sich angefühlt hat. Nicht viel, aber da der ja nun doppelt zählt, sind das dann eben doch viele Punkte. Und man hätte vor allen Dingen dann eben schon 5 Fische in der Wertung gehabt, aber sei es drum. Ja, Didi finde ich ja sehr interessant. Er scheint jetzt ein bisschen Nerven zu zeigen, weil erst hat er ja gesagt, er will da an dem Platz noch ewig bleiben. Aber jetzt hat er dann urplötzlich gesagt, wir machen einen Spotwechsel. Ich bin sehr gespannt, wo er hinfahren möchte. Er hat gesagt, wir fangen ein paar Zander. Soll mir recht sein. Ist ja mein Lieblingsfisch. Muss man nur sehen, ob die jetzt so beißen. Also ich denke schon, er will auch im Fluss wieder fischen. Würde ich jetzt mal tippen bei ihm. Ja, und da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass ich da auch mit klarkomme mit der Stelle. Ich denke mal, es ist irgendwas, was ich nicht kenne, aber das muss man dann eben auch in so einem Augenblick schaffen, sich an so einen neuen Platz dann gleich einzufischen. Und ich meine, ich sehe ja, wo er hinschmeißt und so. Also geht halt alles von der Zeit ab, wenn der Fährmeister schon weg ist. Aber gut, neue Stelle, neues Glück. Und wir wollen jetzt an eine Ecke fahren, wo wir unsere Zander wahrscheinlich verbessern werden. Hecht und Barsch, schwierig. Wenn aber einer kommt, sind die groß. Ich habe sehr gute Hoffnungen. Wir haben immer noch Gezeiteneinfluss. Das Wasser ist ablaufend. An der Stelle ist ordentlich Druck drauf. Und ich habe im Training da bis 90 cm Zander gefangen. Also von daher, hoffentlich beißt so ein Ding bei mir noch. Den brauche ich nämlich ganz dringend. Drückt mir die Daumen. Und ansonsten fahren wir wieder zurück zur Veitstelle. Und dann macht Veit den Sack zu. Aber hoffentlich nicht. Wir sind jetzt an der zweiten Stelle des Tages. Der Spotwechsel hat 44 Minuten gedauert. Das bedeutet, Dietmar hätte nur noch 16 Minuten, um einen weiteren Spotwechsel zu machen. Wenn der dann länger dauert, was natürlich sehr wahrscheinlich ist, dann würde er schon ein bisschen Angelzeit verlieren. Ich bin gespannt. Er hat hier einen großen Fisch angekündigt, beziehungsweise zumindest die Chance auf einen sehr großen Fisch. Und deswegen bin ich frohen Mutes, dass jetzt hier was knallt. Ich bin ein bisschen überrascht, muss ich sagen, dass er versucht, jetzt auf Zander zu angeln. Er hat ja genau den Fisch schon. Barsch und Hecht fehlen ihm. Und Veit hat alle 3 Fischarten. Deswegen hätte ich jetzt eher erwartet, dass er was macht, um einen Barsch oder einen Hecht zu fangen. Aber ja, gucken wir mal. Da war er gewesen. Richtig schöner, harter Bock. Heute ist der Angelgott mir nicht hold, aber vielleicht ändert sich das noch. Fisch, yes! Toni? Oh, war ein schöner Biss gewesen. Danke. Geil. Auch nur ein kleiner Fisch, aber ist egal, aber ich denke mal, Maß müsste wohl sein. Aber meistens sind sie dann auch von dir machen. Ja.
harter Biss auch gehabt, wenn er ein bisschen Boah, richtig schön reingepoppt. Geil. Ich denke mal, der hat... Doch, guck hier, Ja, stand schon. Ist wirklich genau 42. Ja. Hier, liegt an. Genau 42, ist ja. richtig, ja. Ja, also kann man sich jetzt auch nicht so freuen. Ich Schnell freue mich zurück. doch, ich freue mich Schnell drüber. zurück. Ich freue mich drüber, ja. Sind Punkte und sehr schön, super. Guter Spot. Guter Spot, ja. Wie gesagt, ich hatte den Biss vorab und ich kriege ihn nicht. Und das war wirklich keine 10 Sekunden später. Ja. Weitermachen, die sind gerade da, wie es scheint. Fehlbiss bei Dietmar. Veit verwandelt seinen Biss. Nur ein kleiner Zander, aber bereits der 5. Fisch in der Wertung. An diesen Trainingsvideos. Also, schön. Zu klein. Wir gucken mal. Oh, auch das noch. Wir brauchen gar nicht zu messen, er ist ab. Schade. Unglaublich, heute ist der Angelgott nicht bei mir. Aber gut. You get some, you lose some. That's fishing. Passiert solchen Leuten wie uns. So, Farbe war schon mal nicht verkehrt. Weiter geht's. Auch nur ein kleiner. Ja. Danke. Sehr schön, weil wenn der jetzt maßig ist, dann habe ich erstmal das Scoreboard voll. Ja, könnte aber echt knapp werden. Wir schauen nach. Wir werden es gleich wissen. Nee, naja, doch, nee, guck mal hier, wenn du, doch, hier, schau mal, ist eindeutig, ist 42. Nee, ist nicht. Dieser Zander hat nicht das Maß. Doch Veits Rute ist wenige Würfe später schon wieder krumm. Also nicht gut, aber er ist auf jeden Fall so. Ja, hammerharter Einschlag. Wow. Endlich mal ein richtiger Zander hier, wie wir ihn sehen wollen. Wunderbar. Wie gesagt. Ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Gut. Hier rüber? Ja. Oh, voll inhaliert. Cool. Ja! Ja! Danke, Didi. Danke. Kein Problem. Geil! Schön. Ich habe dir ja Zander versprochen. Ja. Du nimmst das Geiling wieder sehr ernst. Zusatztraining hat auch wieder nicht gefasst. Schön. Also ich sag's jetzt mal so. Ich freue mich. Also das ist jetzt so. Ja, wenn man an der Elbe ist, ist das hier ein ganz normaler Zander. Aber für heute natürlich. Vor allem, weil wir den gestern auch nur kleine gesehen haben. Ein richtig schöner Fisch. Und der bringt jetzt gut Punkte, würde ich meinen. Ja, also was soll ich sagen? Das ist jetzt natürlich auch nochmal, denke ich, ein Big Point. Allerdings, die Fische beißen natürlich gerade gut, das sieht man. Also deswegen denke ich schon, dass Didi da auch noch welche fangen wird. Ja, also, 62. ja, richtig, genau. 62 cm. Klasse Zander. Veit macht mit diesem Fisch das Scoreboard voll, während Didi noch überhaupt nichts gelingen will. Es steht 374,1 zu 57,2. Ja, toll. Also jetzt bin ich hier begeistert. Also es ist wirklich ein guter Platz. Kannte ich auch noch nicht, aber
bin ich auch natürlich froh, dass ich mich jetzt hier gleich ein bisschen einfischen konnte in die Stelle. Aber naja gut, Zander ist mein Lieblingsfisch, also normalerweise, meistens, nicht immer, aber wenn ich irgendwo an einen Platz komme, wo es Zander gibt, dann fange ich die auch. So, und ihr seht auch hier, obwohl das für mich jetzt hier nicht unbedingt so ein Hechtplatz ist, kann natürlich auch mal passieren, dass hier einer beißt. Aber ich angle mit Stahlvorfach und es stört die Zander nicht mal ansatzweise. Also gerade hier in dem trüben Wasser, also wer da glaubt, Zander mit Stahlvorfach wäre ein Problem. Wenn das Wasser klar ist, müsst ihr nachts angeln, dann ist es egal. Also das ist so beim Zanderangeln immer der Denkfehler. Also eigentlich meistens im klaren Wasser ist es ohnehin schwierig, tagsüber Zander zu kriegen. Und was ihr nachts für ein Vorfach dran habt, das spielt eigentlich fast keine Rolle. Also, und hier, wenn es so trüb ist, kann man mit Stahl auch hervorragend fangen. Und geht auf Nummer sicher. Denn wirklich, die 20 Minuspunkte oder irgendeinen Fisch zu verangeln, will ich definitiv nicht. Weitermachen. Ja, ich bin ziemlich begeistert von dem Spot, den Dietmar hier ausgewählt hat. Viele Bisse in kürzester Zeit. Ein guter Fisch ist jetzt auch schon rausgekommen. So kann es gerne weitergehen. Der Kameramann Tim hat mir jetzt gerade verraten, dass hier in der Gruppenphase auch schon gefischt wurde. Simon Torrenbeck hat wahrscheinlich hier auch versucht, einen guten Zander zu fangen. Ihm ist das nicht gelungen. Er hatte, glaube ich, nur einen kleinen Zander in der Wertung, wenn ich mich richtig erinnere. Weiß ich nicht, woran es gelegen hat bei ihm, aber heute habe ich auf jeden Fall den Eindruck, dass die Zander richtig in Beißlaune sind und vielleicht sehen wir auch noch einen richtig großen Fisch hier. Oha! Oh ja! Die hat gesagt, hier gibt es richtig große Zander an der Stelle und das könnte jetzt ein solcher sein. Das Einzige, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ich hoffe, dass der nicht von außen gehakt ist. Es fehlen so ein bisschen die Kopfstöße. Also wenn er gebissen hat, dann ist das... Ja, der hat gebissen. Ich merke, wie die Zähne über das Stahlvorfach schrabbeln. Das könnte jetzt, also ich glaube, wenn ich den rausbekomme, dann... Oh, ich dachte, das ist ein großer Zander. Aber ist ja auch schön, weil da kann ich, glaube ich, den einen recht verbessern, den ich vorhin hatte. Damit. Der ist ein bisschen größer. Ja, und da seht ihr, obwohl das hier, ich habe vorhin doch gesagt, ist kein Hechtplatz meiner Einschätzung nach. Didi hat auch selbst gesagt, das ist ja nicht so gut für Hecht eigentlich, aber deswegen Stahlvorfach, ja. Also alles richtig gemacht. Yes! Jo, geil! Ha, schön! Also es läuft heute, wirklich. Das muss ich einfach mal jetzt doch so sagen, es läuft heute. Ehrlich. Hammer. Ja, ich glaube, das kriegt man auch mit. Oh, da hätte ich nur nicht dran gedacht. Ist jetzt auch kein riesiger Fisch, aber auf den Frequency Shed hier, Seika Pro, diesem Hot Perch Dekor, hatte ich auch schon einen schönen Zanderbiss. Geiler Fisch. Also jetzt ist es nicht gigantisch, aber gerade ist es ja immer schön, wenn man sowas fängt und man rechnet nicht damit, ja? Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Und der ist auf jeden Fall, ja, guckt mal. Der hat auch, über, ja, auf jeden Fall über, 73. Ja, richtig, ist über 72,5, ist 73. 73er Hecht am Zanderplatz. Mega. Da fliegt ein 42 aus der Wertung. Ja. Ein 42er Zander. Sehr, sehr, sehr gut. Also, ja, ich kann es nicht leugnen, im Moment ist es schon ein ziemlich komfortabler Vorsprung. Also das. Ja, jetzt. Hammer. Ja, das ist heute wieder so ein Tag, wie man sich ihn in Holland wünscht.
Ja, es tut mir jetzt in einer Hinsicht ein bisschen leid, weil die jetzt, wie gesagt, hier gerade irgendwie aufs Klo bei musste. Und ich habe in der Zeit noch überlegt, mach's jetzt nicht weiter in der Zeit, aber naja gut, war jetzt seine Entscheidung. Und hat jetzt in dem Augenblick dann den Fisch gefangen. Ne? Aber wie gesagt, also jetzt bin ich doch ganz schön weit vorne. Aber trotzdem weitermachen, vielleicht kann man noch irgendwas verbessern. Also ich glaube, ein guter Zander ist hier auf jeden Fall noch drin an der Stelle. 73 cm für Veit Wilde. Der 42er Zander fliegt aus der Wertung und Veit nähert sich der 400-Punkte-Marke. Hat Didi von diesem Fisch überhaupt etwas mitbekommen? Ich habe meinen Kescher im Einsatz gesehen. Didi, ja, ganz kurz zu deiner Info. Ein 73er Hecht. Cool. Für Veit. Also Fisch ist da, weiter geht's. Ja, das wusste ich, an der Stelle passiert das halt. Super gemacht. Danke. Veit, ist dir aufgefallen, dass wir beide doch unterschiedliche Führungsstile haben und deiner heute wirklich mit dem aggressiven Anjiggen den Geschmack der Fische besser trifft. Das ist mir vor allen Dingen mit deiner Chiburaschka sehr aufgefallen. Naja, es kommt ja darauf an. Also bei dir ist mir aufgefallen, dass du halt sehr variabel fischst. Also du variierst deine Köderführung auf jeden Fall stärker als ich. Das macht ja auch unter Umständen dann Sinn, gerade wenn man nicht so richtig weiß, was die Fische gerade wollen. Aber ja, jeder, der mich erkennt, weiß das ja, dass ich dieses harte Anjiggen im Sommer halt auch wirklich mag. Also das fängt dann schon im warmen Wasser oftmals sehr gut. Nicht immer, aber heute scheint es tatsächlich zu klappen, da hast du recht. Da hast du vollkommen recht. Wie gesagt, die Fische beißen, du hattest auch erzählt, dass ich hatte auch 2 Bisse gehabt, immer beim Anjiggen selber hochreißen, also untypisch eigentlich. Und vielleicht ist das deswegen auch der Schlüssel zum Erfolg heute. Aber wie gesagt, ich versuche ja ein bisschen zu schauen, wie du das machst. Und bislang bin ich doch auf meine andere Art und Weise, habe ich doch 1 oder 2 Bisse mehr bekommen, aber das bringt allerdings nichts, solange die bei mir nicht hängen bleiben, und bei dir ist das der Fall, dass sie hängen bleiben. Reinfische oder? Boah, wir gucken mal. Na, noch mal. Aber wie du auch gerade sagtest, Veit, ganz komisch gebissen beim Anlupfen, gar nicht. Oh, das gibt's doch gar nicht. Das ist ja der Knaller. Ich krieg die Krise heute. Ich krieg die Packung meines Lebens und die Fische fallen noch alle ab. Ist der Knaller. Aber ich glaube, der wäre auch unter, also der bei dem, der sah jetzt wirklich unter Maß geworden. Haben wir gestern auch gedacht. Das kann man erst, also wenn die 5 cm durchsichtigen Schwanz haben, dann ist das halt so, kann man nicht sehen. Ist das ärgerlich. Oha. Oh ja. Nehmen wir mal deinen Kescher. Echt, oder was? Ja, beim Hochkurbeln hier. Unglaublich. 2 Hechte hier am Zanderplatz, Mensch. Verrückt. Vielleicht der gleiche von vorne, wer weiß. Müssen wir mal vergleichen von den Größen her. Ja? Oh. Noch was für die Kamera. Ja. Alles mit der Ballerina. Und rüber. Und Wow, schön. bitte schön. Super. Wenn ich schon heute nicht viel machen kann, dann wenigstens keschern. Ja, der würde ich auch noch mal verbessern. Meinst du, ja? Ich denke, der 59er fliegt raus. Ja, richtig gut. Ist lustig hier mit der Frequency Chat. Ist eigentlich, ja, also ein klassischer Zanderköder hier, schlanke Form, wenig Aktion, aber hier auch die Farbe Hot Perch scheinen die Hechte drauf zu stehen. Nicht schlecht. Sehr gut. Was der hat. Oh, guck mal, 75, Mensch. Nicht schlecht. Ja, Top. Hätte ich jetzt ein bisschen kleiner geschätzt, ich aber auch. Hätte gedacht, der sehr- hätte eher Mitte 60. sehr schlanker Fisch. Aber toll. So. Wollen wir den Burschen mal wieder freilassen. Aber schon erstaunlich, dass hier heute 2 Hechte beißen. Weil
wie ich das vorhin schon gesagt habe, also die meinte auch, dass ja hier Hechte jetzt nicht so häufig sind. Also dass es ja welche gibt, das ist vollkommen klar, aber ich hätte es jetzt auch nicht so als Hechtplatz hier unbedingt empfunden. Und deswegen. Aber es gibt manchmal, das finde ich ja bei Hechten so interessant, es gibt so, das ist für mich ein ganz unberechenbarer Fisch. Ihr wisst ja nun, ich bin auch Zanderangler, aber bei Hechten manchmal hat man so Tage, wo die dann wirklich gut drauf sind und auch beißen. Da weiß man dann nicht warum und man geht ein paar Tage später bei identischen Bedingungen los und kriegt keinen einzigen. Also das ist schon crazy irgendwie. Ja, ich freue mich. Jetzt ist man natürlich schon, das will ich nicht verschweigen, relativ locker im Moment und lässt das ein bisschen ruhiger angehen. Aber es gibt immer mal wieder ein Biss, also Fische sind nach wie vor da. Mal schauen, ich glaube, hier geht noch was. Weitermachen. Das gibt's doch nicht. Wieder ein Aussteiger bei Dietmar und wieder bringt Veit kurze Zeit später einen Fisch aufs Scoreboard. Er kann den kleinen Zander vom Vortag ersetzen und baut seine Führung weiter aus. Für Dietmar geht der Höllentrip weiter. Ich habe heute wirklich den Griff ins Klo gemacht. Zwar nicht mit der Stellenwahl, aber unglaublich. Oh. Beim Einkurbeln nur so einen kurzen Tock gemerkt und dann schwamm er richtig weg, aber unglaublich. Soll heute nicht sein. Ist nicht mein Tag. Danke. Ja, sehr schön. Nicht besonders groß. Ob aber der auch dich verbessert, weiß ich nicht. Ich glaube wir eher können, nicht. Ich glaube auch nicht, aber wir können ja messen. Wir messen ihn natürlich. Dafür muss ich kurz die Scale einmal nochmal nass machen. Ist 48, ne? 48, genau. Gut. Okay. Unglaublich, eine weitere Verbesserung für Veit, der mittlerweile seinen 9. Fisch gelandet hat. Was ist hier denn bitte los? Ja, ich bin echt begeistert. Also auch wirklich ein geiler Spot, den die hier ausgesucht hat, muss man ehrlich sagen. Bitte schön. Ja, danke, danke. Nee, macht richtig Spaß. Also das ist nach dem Tag gestern, man merkt das auch richtig. Gestern, da haben einem so, wir waren, ich glaube, hier ging es auch so fertig, die Arme haben wehgetan. Ja, das ist klar, man hat dann ja auch gar keine Motivation mehr so richtig, wenn die ganze Zeit nichts läuft. Und ich war auch wirklich total kaputt gewesen. Es war so, ja. war so ein Tag wirklich zum Abgewöhnen. Ne? Das stimmt. Und, ja, schade, wie gesagt, dass dieser Spot eben gestern in einer anderen Zone war. Sonst wäre ich in meinem Abschnitt auch hier reingegangen, weil Ja, du hast definitiv hier gut Zanderfrequenz und die werden auch so bleiben. Je wärmer das wird, das Wasser ist hier weiterhin so trüb und wird sogar noch trüber mit Algenblüte. Also hier kann man immer seine Portion Zander fangen. ja, super. Cool. Schön. Echt cool. Toller Angeltag. Nein! Was ist denn heute los? Keine Ahnung. Das ist echt der Knaller. Das ist echt der Knaller. Sollte heute nicht sein. Heute ist nicht mein Tag. Der war bestimmt 30 cm gewesen. War ein schöner Fisch. Ihr habt nicht genug Daumen gedrückt. Das gibt's doch gar nicht. Zander verloren, jetzt den Barsch. Ja, da muss man auch mal sagen, also dass vielleicht jetzt der Punktestand nicht das Anglerische so richtig widerspiegelt, weil er also auch jede Menge Bisse hatte und eben jetzt die Fische immer so kurz vom Ufer abgegangen sind, warum auch immer. Ich habe eben mal mit seiner Rute geangelt, also die ist richtig schön straff, da kriegst du die Anhiebe durch, da liegt es definitiv nicht daran, hat mir auch gut gefallen. Liegt nicht an der Rute. Nee, wirklich nicht. Keine Ahnung. Tja, hab gestern nicht den Teller leer gegessen, deswegen. Oh, fuck.
Oh, nee. Nein, kann doch nicht. Das kann doch nicht sein, ey. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Unfassbar. Das ist unfassbar, hä? Bei Didi Hallervorden hat man früher immer gesagt, der gespielte Witz. Das ist echt der gespielte Witz, wie viel ich heute verloren habe. Unglaublich. Immer kurz vorm... Das ist... Die wollen den Kuhpaddler, aber die bleiben nicht hängen. Eine ganze Weile ging es hier Schlag auf Schlag mit den Bissen. Also richtig viel Aktivität, trotz sehr hohen Temperaturen. Jetzt ist es leider ziemlich eingeschlafen. Also jetzt ist nicht mehr viel passiert. Dietmar hatte noch einen Barsch, den er dann auch wieder verloren hat. Aber das spielt ihm natürlich nicht in die Karten. Also wenn jetzt es weiter so gut gebissen hätte, dann hätte ich schon gesagt, ist bis zum Ende alles offen. Jetzt muss ich sagen, schwindet auch bei mir so ein bisschen der Glaube, dass hier diese Partie noch kippen kann. Ich denke, die letzten 1,5 Stunden, wenn kein Wunder passiert, dann sollte Veit es ins Halbfinale schaffen. Tja, ein Pech kommt nicht selten alleine. Also neben wirklich zu vielen kurz vor dem Kescher verlorenen Fischen, was echt nicht normal ist, also wirklich nicht normal. Also steht heute unter, für mich zumindest, unter einem ganz schön blöden Stern. Habe ich auch eine sehr, sehr hohe Abrissquote. Und mittlerweile werden meine Vorfachpäckchen immer leerer und leerer. Also ich glaube, ich habe heute 30 Köder abgerissen. Hier ist eine ganz, ganz scharfe Kante, aber wie ihr vielleicht wisst, da wo die Kante ist, da stehen auch die Fische. Und deswegen bleibe ich trotzdem an dieser Kante in der Hoffnung, dass vielleicht noch ein guter Fisch einsteigt. Denn ich weiß, dass hier richtig große Zander rumschwimmen und denen ist das völlig wurscht, ob das 30 Grad ist oder -5. Die stehen hier und vielleicht habe ich ja doch noch Glück, dass zumindest was für meine Ehre tun kann. Denn ich habe wirklich noch gar keinen Punkt aufs Scoreboard und das ist echt der Hammer. Also ich habe zwar Punktefische gesehen, bis kurz vor Handlandung oder Kescher, aber eben nicht gelandet. Ja, liebe Zuschauer, jetzt bin ich natürlich doch hier ein bisschen heiß. Jetzt habe ich hier zweimal hintereinander. Man wird jetzt auch ein bisschen nachlässig. Hier kurz vom Ufer, vielleicht ist das auch der gleiche Hechtkontakte noch mal gehabt. Ja, sind auch Hechtkontakte. Ja, die Schlitze sind eindeutig im Köder. Also, ja, Chance ist noch da, noch mal einen Fisch zu fangen. Es ist natürlich jetzt weniger geworden. Das liegt daran, dass das ja hier auch ein Gewässer ist, was so ein bisschen tidenabhängig ist. Und ich kenne ja solche Tidengewässer. Da ist es dann schon so, wenn die Strömung nachlässt, dass die Fische schlechter beißen. Aber vorhin, gebe ich ehrlich zu, hatte ich mal so einen Durchhänger gehabt. Ich bin aber jetzt doch noch mal motiviert, irgendeinen Fisch zu fangen hier. In der letzten guten Stunde, sage ich mal, die wir noch haben. Selbstverständlich ist es wahrscheinlich jedem von euch klar, dass ich mich jetzt doch relativ sicher fühle mit dem Vorsprung, aber man sollte dann trotzdem nicht nachlassen. Also manch einer hat vielleicht schon Pferde kotzen sehen und deswegen wäre es natürlich schön, überhaupt noch mal was zu fangen, weil jetzt lange nichts mehr passiert ist bei mir hier. Aber vielleicht auch sogar noch die Punkte zu verbessern. Didi hat ja 2 Barsche noch drauf gehabt und ich versuche auch gerade so ein bisschen noch mal vielleicht einen Barsch hier zu fangen. Das wäre schon ganz cool an dem Spot. Bis jetzt ist es mir nicht gelungen mit dem Köder, den ich eigentlich hier für Barsche gedacht habe. Sind jetzt eben 2 Hechte drauf gegangen, aber ich leider nicht gelandet habe. Vielleicht passiert ja noch was. Also Konzentration bis zur letzten Minute. Das ist immer ganz wichtig. Und bin vorhin ja mal im Auto gewesen, habe eine Kleinigkeit gegessen und so einen Energy Drink getrunken, obwohl ich von dem Zeug eigentlich gar nichts halte. Aber ja, wenn man wirklich so einen Durchhänger hat, bin ja jetzt bis auf gestern auch die ganzen Tage immer zeitig aufgestanden, ist das dann schon nicht verkehrt. Kannst du mir bitte Pfeffer rüberbringen? Wieder ein Heck? Ja.
Ja. Oh. Ich dachte, ich mache die Hechtgeheimwaffe noch mal dran. Und die hat auch hier funktioniert. Da ist er. Geil, schön. Ich habe gesagt, ich will noch mal einen Fisch fangen. Hat geklappt. Heute funktioniert irgendwie alles. 75. 75, der Das verbessert ist sich auch über, noch mal. 4, ja, ist über 74,5. Die sehen kleiner aus, als sie sind, ne, Ja. weil die so schlank sind. 75. 75er Pike. Der 4. Mit-70er Hecht in der Wertung. Ganz stark, was Veit hier heute abliefert. Wahnsinn. Wahnsinnsangeltag. Also es ist auch schon heute so, dass man sagen kann, also jetzt unabhängig davon, dass es ein Turnier ist, aber wirklich auch ein guter Angeltag. Ich habe schon gedacht, ich habe meine Gummistiefel, wie ihr seht, hier ausgezogen, weil man sie hier wirklich nicht braucht, dass mir das dann kein Glück mehr bringt. Aber ihr seht, es geht auch hier mit. Die brauchen wirklich im Sommer immer einen Moment, aber jetzt geht er weg ins trübe Wasser. Unglaublich. Geil. Gute Stelle? Ja, richtig, richtig gute Stelle. Wirklich. Prima. Für Super. dich behalten. Ja. Ich habe ja gesagt, wir werden heute noch Fische sehen. Ja, Veit. Didi. Aber ein richtig tolles Match, Ja, auch wenn wirklich. ich die Packung meines Lebens bekommen habe. Und so viele Sachen schiefgelaufen, aber ich Ja, habe super das gefischt. war wirklich ein Pechtag heute für dich, muss man ganz klar sagen. Und ja, wie wir es schon gesagt haben, also der Punktestand ist nicht so richtig repräsentativ für das, was passiert ist. Bei mir lief es richtig gut, bei dir, ja, grottenschlecht, Ist halt so. sozusagen. Aber gute Stelle, ne? Wird dir Tolle versprochen. Stelle, also kann ich auch noch sagen, Guiding bei Didi, das lohnt sich wirklich, das war richtig super. Nee, also echt. Auch wenn die Kommentare wieder komisch sein werden. Aber ist halt das so, ist ich egal, das ist, wir kennen ich kenne Holland halt kennen gut wir, und ich kennen weiß, wo, wir. Ja. wo Ja. man angelt, um Fische fangen zu können. Und das ist so eine Stelle. Definitiv. Das war hier also ganz, ganz top. Also wirklich auch, wir hatten ja vorhin gesagt, ich glaube dieses Jahr bis jetzt so mein bester Angeltag, wenn ich überlege. Echt, echt geil. Ja, wirklich. Was hier so an Fisch gekommen ist, hat riesen Spaß gemacht. Und vor allen Dingen nach dem ganz, ganz miserablen Ja. Tag, den wir gestern hatten. Also Das war wirklich Ja, ein miserabler Tag. war das genial. Ja, cool. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, was du Dankeschön. weiterkommst und ja, vielleicht holst du sogar das Boot. Du bist ein sehr guter Uferangler. Eine Stelle weißt du wieder mehr, andere Stellen kennst du ja von früher. Also von Richtig, daher. ja genau. Mal sehen. Vielleicht bis nächstes Mal. Von meiner Warte aus, ich verabschiede mich hier. Danke, dass ihr die Daumen gedrückt habt, aber nicht dolle genug. Für ihn hat es ja funktioniert. Tschüss, bei Didi, bis bald. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen und ja, ich freue mich jetzt einfach erstmal. Bin aber auch froh, dass ich jetzt mal ein paar Tage zumindest pausieren kann, weil 4 Tage jetzt geangelt, jedes Mal 8 Stunden am Stück ist ganz schön hart. Und ja, heute Abend, da werde ich auf jeden Fall abschalten und vielleicht dann auch mal irgendwie, keine Ahnung, ein Glas Wein oder ein Glas Sekt trinken. Macht's gut, Petri Heil, bis zum nächsten Mal. Ich kämpfe weiter. Tschüss. So, das war's mit dem Viertelfinale zwischen Dietmar Isaias und Veit Wilde. Aus 2 Gründen ist das hier heute relativ eindeutig ausgegangen. Zum einen, es wurde mehrmals gesagt, hat Dietmar wirklich heute eine ganze Menge Pech gehabt. Aber ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass Veit hervorragend geangelt hat, dass alles, was er sich vorgenommen hat, heute aufgegangen ist. Er wollte mit dem Jigspinner einen Barsch fangen, das hat geklappt. Er wollte mit seinem Cheburashka Doppelschwanz Twister Hechte fangen, das hat sehr gut geklappt. Einen großen oder für die aktuellen Verhältnisse großen Zander hat er dann auch noch bekommen. Also da ist auch alles aufgegangen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir freuen uns über einen Daumen nach oben. Wir freuen uns über einen Kommentar. Feedback zur Sendung gerne einfach unten reinschreiben. Und wer wissen will, wie es weitergeht und den Kanal noch nicht abonniert hat, das bitte unbedingt nachholen. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Das war's. Mit Dietmar Isaias, der in der Gruppenphase das beste Ergebnis aller 24 Angler erreichte, scheidet ein Favorit aus. Veit Wilde dagegen setzt mit dieser Leistung ein großes Ausrufezeichen und braucht nur noch 2 Siege, um YPC Champion 2020 zu werden.
Enrico Di Ventura, sein Halbfinalgegner, wird natürlich etwas dagegen haben. In der nächsten Folge seht ihr aber erst einmal das Hinspiel zwischen Mark Patschowski und Markus von Eu. Sonntag, 18 Uhr hier. Ciao.